Hallo Welt, hier ist Frank Conley und Western und wir machen heute ein kleines Unboxing. Also wirklich klein, auch wenn der Karton was anderes vermuten lässt. Wenn man sich die wirklich schönen Container von PT Trains anschaut, fällt vor allem eins auf. Viele der großen Räder fehlen. Klar, MSC und Maersk sind dabei, aber das war's dann auch. Und die Hoffnung auf One-Container von PT Trains, die im Herbst 2020 ganz kurz aufkam, als damals ESU seine Neuheiten vorstellte, die hat sich halt auch total schnell zerschlagen, weil ESU hat dann lieber die billige Alternative vom Chinesen Aurora Models genommen. Die waren aber tatsächlich inklusive aller Fehler so nah am PT Trains Model, dass selbst der ein oder andere Fachhändler aufgrund der Bilder gefoppt wurde. Aber die waren am Ende so schlecht recherchiert und damit fehlerhaft bedruckt, dass man die eigentlich gar nicht haben wollte. Mehr sage ich dazu jetzt aber nicht, weil sonst schickt mir ESU wieder im Auftrag von Aurora einen berittenen Boden mit Anwaltsbrief. Wer sich völlig unabhängig davon ein Bild machen will, wie Aurora tickt, einfach mal auf Facebook nach Aurora Miniatures suchen. Die liefern sich dort gerade öffentlich eine völlig unprofessionelle Schlammschlacht mit einem der größten kanadischen Händler, Credit Valley Railroad. Dabei hat sie CVR lediglich auf technische Probleme mit ihrem jüngsten Lokmodell hingewiesen und hätte die halt gern vor Auslieferung abgestellt gehabt. So wie Aurora mit dieser Kritik umgeht, kann man das natürlich machen. Ist dann halt Kacke. Und passt ins bisherige Bild. Zurück zu meiner kleinen Kiste hier. Ich habe die schon mal aufgemacht, weil mich die Größe irgendwie überrascht hatte, als sie kam, war aber dann doch vor allem Packpapier im Karton. An Modellen drin ist quasi ein Lückenschlussprogramm, zumindest im Bereich der 20-Fuß-Container, denn im Januar hat PT Trains dann jetzt erstmals Container von 3 großen Reedereien ausgeliefert, die es vorher von den Portugiesen noch nicht gegeben hat. Geht los mit Evergreen. Die bekannten grünen Container kommen mit 2 verschiedenen Containernummern. Außerdem neu als Räder im Programm ist Hapag-Lloyd. Ebenfalls mit 2 verschiedenen Containernummern. Und dann sind sie endlich da, die ersten Container von One in ihrem auffälligen Pink. Gleich 4 gibt's. 2, 3, 4. Und alles sind Leasingbüchsen. Eine von Florenz, eine von GCX und 2 von Beacon Leasing. Alle weisen natürlich die korrekten Druckvarianten vor allen Dingen an der Türseite auf. Jeder Leaser platziert da ja irgendwie seine Anschriften und Logos doch ein bisschen anders. Und dann sind in der Kiste außerdem noch 2 Sondermodelle. Zum einen dieses Doppelset hier mit 2 20-Fuß-Containern in der Bedruckung zum 165-jährigen Bestehen von Tous oder wie auch immer sich das ausspricht, die dann aber halt doch eher langweilige braune Container sind. Und zum anderen ein reiner Werbecontainer, nämlich von der DB Cargo. Güter gehören auf die Schiene. Der kommt mit einem extra Ansteckbutton und der Container hat an der Vorderseite ein geätztes und bedrucktes Schild: Deutschland braucht eine starke Schiene. Wobei da bei meinem Modell der Druck schon etwas gelitten hat. Der Container kommt ohne Eigentümerkennzeichnung, hat nur eine Containernummer und wie das Original auch grüne Türbeschläge. Das Teil ist also wirklich ein reiner Werbeträger. Einer davon steht beispielsweise hier vor der DB Cargo Zentrale in Mainz. Aber wenn die DB Cargo hier Veranstaltungen in der Halle 45 auf dem Gelände macht, bringen sie in der Regel auch immer einen mit. War also völlig klar, dass ich da einen haben muss. Eine meiner nach wirklich schöne und wichtige Ergänzung bei den verfügbaren Reedereien. Wie alle PT Trains Container lassen sich hier natürlich auch die Türen öffnen und die fallen auch nach mehrmaligem Auf- und Zumachen nicht einfach ab wie bei Aurora Models. Aktuell sind auch noch alle Varianten bei den Händlern verfügbar. Ich habe unten in der Videobeschreibung Links reingepackt und wechseln für knapp 16 € den Besitzer. Und ich wechsle jetzt mal auf die Couch, die nächste Folge super klein schaut, bei der ich ja tatsächlich nicht mehr weiß, was passiert.